Wir können viel schneller und ohne größere Umwege die Proben bearbeiten und in der Routine dann starten. Und dadurch haben wir eine Personalkostensparung, aber natürlich auch dieser Berg von Plastikmüll gehört entsorgt. Das muss auch organisiert werden und auch das können wir dadurch einsparen. Ja, mein Name ist Alexander Keil. Ich bin seit gut 10 Jahren Geschäftsführer hier in der Laborunion. Wir hatten damals schon Schütten hier bei uns etabliert und es war die Euromate Lab 2017 in Athen. Ja, war so ein Schlendern über die Messe und dann war da so ein Stand T&O und dann sah da so eine Schütte genau aus wie unsere. Ja, Dave kam dann und sagte, Moment mal, eure Schütte haben auch wir gebaut. So habe ich T&O damals kennengelernt. Unsere Vision, dass wir irgendwann 100% Pre-Collect bei unseren Einsätzen platziert haben und eine möglichst hohe Order-Entry-Quote dazu. Ja, das ist unsere Luxbox, quasi die Rackbox. Da werden die Proben aufbewahrt. Hier haben wir dann entsprechend einen Verschluss, um die Box zu verschließen. Hier haben wir eine Transporttasche für mehrere Luxboxen in der Sammelbox zusammengeführt. Ab hier transportieren wir dann sogenannten Schüttglut. Also der Transportkoffer hat dann immer im Idealfall eine Sammelbox für Routineproben und einmal die Sonderbox für Sondermaterialien. Fahrdiensttechnisch sind wir so aufgestellt, dass wir etwas mehr als die Hälfte in Eigenregie organisieren. Ja, die Vorteile sind, wir haben mehr Einfluss auf die Fahrer, können unsere Serviceleistungen noch mit dem Fahrdienst auch realisieren. Wir sind ja auch ein medizinischer Fachhandel. Klassischerweise hat die Praxis Tüten. Im Labor wird dann dieser Sammelbeutel in der Probenannahme übergeben und dann eine Vorsortierung durchgeführt. Die Tüte wird ausgepackt, es erfolgt eine kurze Sichtprobe und dann wird das Material zur Registrierung in die Schütte gegeben. Jetzt ist es so, dass die Praxen die Proben nach der Blutentnahme idealerweise direkt in die Box übergeben. Der Fahrer kommt, dann wird die Box verschlossen, er geht mit der Box zum Auto. Im Auto hat er dann die Sammelbox, wo er dann unsere Luxbox genau entsprechend auf die Aussparung drauf gibt. Dann kommt der Fahrer hier im Labor an, übergibt dann die Boxen bei unserem Probeneingang und dann wird die Box, so wie sie ist, dann in unsere Schütte überführt zur Materialregistrierung. Der größte Vorteil ist so die Prozessoptimierung hier im Labor. Der Fahrer hat einen Mehraufwand, aber bei Ankunft hier im Labor haben wir einen schlanken Probeneingang. Ich kann die Mitarbeiter anders an anderen Arbeitsbereich einteilen. Dann nebenbei haben wir natürlich den Faktor Umwelt. Die Tüten müssen auch eingekauft werden und die müssen entsorgt werden. Und wir hatten ja wirklich Tonnen von Plastikmüll, den wir dadurch reduzieren können. Aber auch in der Praxis ist es halt, wenn die Boxen dort etabliert sind, nach der Blutentnahme, wenn die Proben direkt in die Box überführt werden, stehen dort auch nach der Entnahme. Und wir haben natürlich noch ein sicheres System, dass auf jeden Fall bei den ganzen einzelnen Prozessketten die Probe nicht irgendwo verloren gehen kann. Das ist ja so das oberste und wichtigste Ziel. Ja, unsere Vision ist es, dass wir die Luxboxen weiter ausrollen, dass wir mehr Praxen damit ausstatten und uns überhalb von 50% Richtung 100% bewegen, dass wir irgendwann sagen, okay, wir haben gar keine Plastiktüten mehr, die hier reinkommen. Und das kombiniert mit einer hohen Order-Entry-Quote gibt dann hier wirklich einen sehr schlanken Probeneingang und wir können unseren Praxen im Gegenzug schnelle Befundung unserer Laboranalysen dann auch garantieren.